Lektion 1: Bewusste Entscheidungen treffen. Da stimme ich zu. Wir wollen die beste Entscheidung für uns treffen. Philosoph: Es ist wichtig, bei unseren Entscheidungen achtsam zu sein. Welche Faktoren sollten wir Ihrer Meinung nach berücksichtigen? Zunächst sollten wir unsere Werte und Prioritäten überprüfen. Das ist ein hervorragender Ausgangspunkt. Was ist Ihnen im Leben am wichtigsten? Ich lege Wert auf persönliche Weiterentwicklung und bedeutungsvolle Beziehungen. Die sind unerlässlich. Ich glaube, Abenteuer und Lernen sind wichtig für mich. Abenteuer bringen definitiv Spannung ins Leben. Wie integrierst du sie in deinen Alltag? Ich versuche so oft wie möglich zu reisen. Das erweitert meinen Horizont. Reisen kann bereichernd sein. Was war Ihr Lieblingsreiseziel? Ich habe meinen Besuch in Japan sehr genossen. Die Kultur und die Küche waren unglaublich. Der Rahn ist faszinierend. Ich würde es eines Tages sehr gerne selbst erleben. Das solltest du unbedingt tun. Es ist eine Reise voller unvergesslicher Erlebnisse. Apropos Erfahrung, wie stellen wir sicher, dass unsere Entscheidungen mit unseren Zielen übereinstimmen? Ich denke, klare Ziele zu setzen ist entscheidend. Es gibt Orientierung. Ja, Ziele helfen uns, fokussiert und motiviert zu bleiben. Wie sieht es mit dem Einholen von Rat bei anderen aus? Ist das hilfreich? Das kann sein. Unterschiedliche Perspektiven einzubeziehen, führt oft zu besseren Entscheidungen. Da stimme ich zu. Wir müssen aber auch auf unsere Instinkte vertrauen. Uns selbst zu vertrauen ist im Entscheidungsprozess unerlässlich. Sollten wir also regelmäßig über unsere Entscheidungen nachdenken? Proof. Regelmäßige Selbstreflexion ermöglicht es uns, unsere Wege anzupassen. Dieses Gespräch war sehr aufschlussreich. Vielen Dank. Lektion 2: Auf einen Freund warten. Tut mir leid, ich weiß nicht, wo er ist. Weißt du, wann er zurückkommt? Ich glaube, er sollte in 30 Minuten zurück sein. Das ist keine allzu lange Wartezeit. Ich hoffe, es geht ihm gut. Ja, das hoffe ich auch. Er verliert manchmal das Zeitgefühl. Das kommt mir bekannt vor. Ich kenne ein paar solcher Leute. Es kann amüsant sein, aber auch frustrierend. Ja, genau. Hast du ihm schon eine SMS geschrieben, um nachzufragen? Ich habe es getan, aber er hat noch nicht geantwortet. Vielleicht steckt er im Stau oder so. Das ist eine Möglichkeit. Der Londoner Verkehr kann unberechenbar sein. Ja, das kann passieren. Ich erinnere mich daran, dass ich einmal über eine Stunde lang festsaß. Das ist das Schlimmste. Warten kann die Geduld eines jeden auf die Probe stellen. Ruf, was machst du normalerweise während des Wartens? Ich lese gerne oder scrolle auf meinem Handy. Das hilft mir, die Zeit zu vertreiben. Folge dir. Ich beobachte normalerweise sehr gerne Leute. Menschen zu beobachten kann unterhaltsam sein. Man sieht so viele interessante Charaktere. Ja, heute habe ich schon einen Mann mit einem leuchtend pinkfarbenen Hut gesehen.
Das klingt herrlich. Das würde ich sehr gerne sehen. Ich werde ein Foto machen, falls er wieder vorbeikommt. Unbedingt. Daraus könnte später eine tolle Geschichte werden. Ja, ich werde ihn nach dem Hut fragen, wenn ich die Gelegenheit dazu bekomme. Das wäre lustig. Hüte haben oft interessante Geschichten zu erzählen. In der Tat, ich frage mich, was seine Geschichte ist. Lasst uns ihn im Auge behalten, während wir warten. Lektion 3: Planung einer Team-Dinner-Party. Das ist eine tolle Idee. Ein mexikanisches Thema wäre vielleicht perfekt. Das gefällt mir ja. Tacos und Guacamole werden sicher ein Hit. Absolut. Überlegen wir uns nun, wie viele Gäste wir einladen sollten. Ich glaube, dass die Einladung von etwa 8 Personen eine gemütliche Atmosphäre schaffen würde. Das klingt ideal. Das ermöglicht gute Gespräche und viel Spaß. Ja, wir können eine Taco-Bar einrichten, an der sich jeder seine Mahlzeit individuell zusammenstellen kann. Das ist eine fantastische Idee. Das bringt ein interaktives Element ins Abendessen. Außerdem können wir einige traditionelle mexikanische Getränke wie Horchata anbieten. Ich kann es fast schon schmecken. Wir sollten auch ein paar festliche Dekorationen aufstellen. Ja, bunte Tischdecken und Pappe Picado würden eine lebhafte Atmosphäre schaffen. Und die Musik dürfen wir nicht vergessen. Ein paar schwungvolle Mariachi-Melodien werden für die richtige Stimmung sorgen. Ja, Musik bereichert das Esserlebnis immer. Sollten wir auch eine unterhaltsame Aktivität nach dem Abendessen in Betracht ziehen? Eine tolle Idee. Vielleicht wäre eine Partie Loteria etwas für uns. Das wäre perfekt. So können alle mitmachen und es macht noch mehr Spaß. Ich bin schon ganz aufgeregt, wenn ich nur daran denke. Ich auch. Diese Dinnerparty wird unvergesslich werden. Lasst uns eine Liste der benötigten Zutaten und Dekorationen erstellen. Ja, ich kümmere mich um den Einkaufszettel. Und ich kümmere mich um die Dekoration und die Musikplaylist. Perfekt. Gemeinsam werden wir daraus einen unvergesslichen Abend machen. Lektion 4: Veranstaltungsvorbereitung. Das wird ein großartiges Event. Gibt es sonst noch etwas, worauf wir vorbereitet sein sollten? Das ist eine hervorragende Frage. Ich glaube, wir brauchen eine Checkliste, um sicherzustellen, dass wir nichts übersehen. Eine Checkliste klingt perfekt. Welche Punkte sollten wir zuerst auflisten? Wir sollten mit der Gestaltung des Veranstaltungsortes beginnen. Er muss einladend wirken. Ja, Beleuchtung und Dekorationen können eine warme Atmosphäre schaffen. Hilruf, wie sieht es mit der Sitzordnung aus? Wir sollten dafür sorgen, dass genügend Sitzplätze für alle vorhanden sind. Guter Punkt. Das ist entscheidend für den Komfort der Gäste. Sollten wir auch Erfrischungen in Betracht ziehen? Ja, wenn wir Snacks und Getränke anbieten, bleiben alle energiegeladen. Da kann ich helfen. Ich habe ein paar tolle Ideen für Fingerfood. Fantastisch. Fingerfood kommt bei Veranstaltungen immer gut an.
Wie sieht das Tagesprogramm BZ wie der Zeitplan aus? Wir müssen die Aktivitäten genauer beschreiben, damit jeder weiß, was ihn erwartet. Ich werde eine einfache Tagesordnung entwerfen. Das sorgt für Ordnung. Perfekt. Wir wollen, dass alles reibungslos abläuft. Sollten wir uns auf mögliche Herausforderungen vorbereiten? Perf Es ist ratsam, einen Plan B für unerwartete Situationen zu haben. Das stimmt. Flexibilität ist bei Veranstaltungen das A und O. Ja, wir sollten außerdem sicherstellen, dass wir die Kontaktdaten der Lieferanten haben. Großartige Idee. Kommunikation ist für die Koordination unerlässlich. Mit Ihrer Hilfe fühle ich mich hinsichtlich dieser Veranstaltung viel zuversichtlicher. Vielen Dank. Gemeinsam werden wir daraus ein unvergessliches Erlebnis machen. Lektion 5: Ihre Kreationen individuell gestalten. Das klingt toll. Wie kann ich das machen? Sie können Tassen, T-Shirts oder sogar Tragetaschen individuell gestalten. Echt. Ich wusste gar nicht, dass die Anpassungsmöglichkeiten so vielfältig sind. Tja, es gibt so viele Möglichkeiten zur Auswahl. Was wäre Ihrer Meinung nach ein tolles Tassendesign? Vielleicht wäre ein witziges Zitat oder ein persönliches Foto perfekt. Die Idee gefällt mir sehr. Ein witziges Zitat kann jedem den Tag verschönern. Ja, das verleiht dem Ganzen eine persönliche Note und macht es zu etwas Besonderem. Wie sieht es mit T-Shirts aus? Welche Designs schlägst du dafür vor? Sie könnten leuchtende Farben und auffällige Grafiken verwenden. Das klingt aufregend. Ich würde mich freuen, etwas Einzigartiges zu tragen. Jeder freut sich über einen Gesprächsanlass auf seiner Kleidung. Stimmt, das kann zu interessanten Diskussionen führen. Und Tragetaschen sind praktisch. Die kann man auch individuell gestalten. Was würdest du auf eine Tragetasche drucken lassen? Ich könnte mich für ein Design entscheiden, das Nachhaltigkeit oder Freundlichkeit fördert. Das ist eine wunderbare Idee. Sie würde eine positive Botschaft verbreiten. Tja, außerdem regt es andere dazu an, über ihre Entscheidungen nachzudenken. Gibt es bei Ihnen spezielle Tools zur Anpassung dieser Artikel? Tja, Sie können Texte, Farbe, Transferfolie oder sogar Digitaldruck verwenden. Das klingt machbar. Ich werde vielleicht einige dieser Techniken ausprobieren. Das solltest du unbedingt tun. Es kann sehr befriedigend sein, etwas selbst zu erschaffen. Ich kann es kaum erwarten, mit dem Design anzufangen. Was soll ich zuerst entwerfen? Vielleicht fängt man mit einer Tasse an. Das ist einfach und macht Spaß. Toller Vorschlag. Ich lasse meine Kreativität freien Lauf. Lektion 6: Die unerfahrene Kuh. Es ist faszinierend zu erfahren, wie viele Marinebesatzungen größtenteils aus unerfahrenen jungen Männern bestanden. Ja, das ist überraschend. Sie hatten vor ihrem Einsatz kaum Training erhalten. Genau. Das führte oft zu Problemen während der Missionen. Welche Folgen hatte der Einsatz solch unerfahrener Besatzungen? Nun ja, es herrschte oft Verwirrung und es mangelte an Führung an Bord.
Das muss die Sache in kritischen Momenten erschwert haben. In der Tat. Und da auf dem Schiff kein Platz für Soldaten oder Marinesoldaten war, mussten sich die jungen Männer schnell anpassen. Wie haben Sie es geschafft, mit diesem Druck umzugehen? Viele verließen sich auf ihre Instinkte und lernten von den erfahreneren Seeleuten. Das ist interessant. Haben Sie auf See irgendeine Ausbildung erhalten? Manche taten es, aber oft nur minimal. Sie mussten es sich im Job aneignen. Das klingt riskant. Gab es irgendwelche nennenswerten Vorfälle? Ja, es gab mehrere Fälle, in denen Schiffe nicht auf den Kampf vorbereitet waren. Das muss für diese jungen Männer furchtbar gewesen sein. Das war es in der Tat. Sie standen unter enormem Druck und hatten nur begrenzte Ressourcen. Wie prägte diese Erfahrung Ihre Zukunft nach dem Krieg? Viele kehrten mit wertvollen Fähigkeiten, aber auch mit tiefen Narben nach Hause zurück. Es ist eine Mahnung an die Kosten des Krieges, insbesondere für junge Menschen. Genau, ihre Geschichten verdienen es, in Erinnerung zu bleiben und geehrt zu werden. Da stimme ich zu. Die Geschichte lehrt uns viel über Widerstandsfähigkeit und Wachstum. Was können wir Ihrer Meinung nach aus Ihren Erfahrungen lernen? Wir können die Bedeutung von Vorbereitung und den Wert von Mentoring lernen. Absolut. Diese Lektionen sind zeitlos und auch heute noch relevant. Lektion 7: Die Natur umarmen. Hier gibt es so viele schöne Möglichkeiten. Das klingt toll. Ich liebe die Natur, deshalb ist dieser Ort perfekt. Absolut. Die leuchtenden Blumen und die frische Luft sind belebend. Tef, haben Sie Lieblingsplätze in der Natur? Ich wandere sehr gerne in den Bergen. Die Aussicht ist atemberaubend. Wandern ist wunderbar. Ich liebe das Abenteuergefühl, das es mit sich bringt. Genau. Es hat etwas Magisches, den Gipfel zu erreichen. Da stimme ich zu. Wie wäre es mit einem Picknick? Das ist auch eine schöne Möglichkeit, die Natur zu genießen. Ja, ein Picknick im Park kann so entspannend sein. Wir sollten bald ein Picknick planen. Was würdest du mitbringen? Ich würde belegte Brötchen, Obst und erfrischende Getränke einpacken. Das klingt köstlich. Ich bringe ein paar Snacks und Desserts mit. Perfekt. Eine süße Leckerei kann jedes Picknick zu etwas Besonderem machen. Und wir könnten auch eine Decke zum Sitzen mitbringen. Ja, Komfort ist das A und O, wenn man die Natur genießen möchte. Und was ist mit Aktivitäten? Sollen wir eine Frisbee oder einen Ball mitbringen? Das ist eine tolle Idee. Das bringt mehr Spaß und Bewegung in unseren Ausflug. Ich liebe es. Wir können auch Fotos machen, um die Momente festzuhalten. Absolut. Die Natur bietet eine wunderschöne Kulisse. Ich bin schon ganz aufgeregt, wenn ich nur daran denke. Ich auch. Lasst uns diesen Ausflug bald planen. Lektion 8: Erkundung der Bäckereiabteilung. Und natürlich können Sie in der Bäckereiabteilung Kuchen, Torten und Kekse kaufen. Tja, schon der Geruch allein lässt einen hungrig werden.
Ich kann mir den Genuss schon vorstellen. Was ist deine Lieblingsleckerei? Ich liebe Schokoladenkekse über alles. Sie sind ein Klassiker. Ein echter Klassiker. Ich bevorzuge ein Stück reichhaltigen Schokoladenkuchen. Das klingt herrlich. Hast du schon mal selbst gebacken? Ja, habe ich. Es war ein ziemliches Abenteuer, aber das Ergebnis hat sich gelohnt. Das glaube ich. Backen kann sowohl Spaß machen als auch lohnend sein. Ja, aber ich habe gelernt, dass das Abmessen der Zutaten entscheidend ist. Das stimmt. Backen ist wie ein wissenschaftliches Experiment. Genau. Zu viel Mehl kann den ganzen Kuchen ruinieren. Ich habe einmal einen Kuchen gebacken, der sich als komplettes Desaster entpuppte. Was ist passiert? Ich habe vergessen, Zucker hinzuzufügen. Es war ein fades Geschmackserlebnis. Oh nein, das muss enttäuschend gewesen sein. Das war es. Aber ich habe gelernt, meine Zutaten doppelt zu überprüfen. Das ist eine wertvolle Lektion. Hast du in letzter Zeit neue Rezepte ausprobiert? Ich habe kürzlich ein Zitronenkuchen-Experiment gemacht. Er war erfrischend. Das klingt köstlich. Ich liebe Desserts mit Zitrusfrüchten. Vielen Dank. Ich bringe dir nächstes Mal auf jeden Fall ein Stück mit. Das würde mich freuen. Was mögen Sie sonst noch an der Bäckerei? Ich liebe auch Obststückchen. Sie sind so farbenfroh und einladend. Ja, sie sind wie essbare Kunst. Ja, jedes Stück erzählt eine köstliche Geschichte. Sollen wir uns also ein paar Leckereien aus dieser Bäckereiabteilung holen? Lektion 9: Die Vulkane von Hawaii. Wussten Sie, dass nicht alle hawaiianischen Inseln vulkanische Aktivität aufweisen? Ja, das ist faszinierend. Allerdings gibt es auf 2 hawaiianischen Inseln immer noch aktive Vulkane. Genau. Oahu und die Big Island weisen einige bemerkenswerte geologische Merkmale auf. Die Big Island ist besonders berühmt für ihre Vulkane, nicht wahr? Ja, Mauna Loa und Kilauea gehören zu den aktivsten Vulkanen der Welt. Es ist unglaublich, wie sehr sie die Landschaft der Insel prägen. In der Tat, die Lavaströme schaffen neues Land und verändern die Küstenlinie. Ich habe gehört, dass der Kilauea seit Jahren ununterbrochen ausbricht. Das stimmt. Es bietet eine einzigartige Gelegenheit, vulkanische Aktivitäten zu beobachten. Ich frage mich, wie sich die lokalen Gemeinschaften an das Leben in der Nähe solch mächtiger Kräfte anpassen. Sie müssen sehr widerstandsfähig sein. Ihre Kultur ist eng mit dem Land verbunden. Ver Viele Traditionen preisen die Macht von Pele, der Göttin des Feuers. Es ist interessant, wie sich Mythologie und Naturphänomene verflechten. Ruf. Es vertieft das Verständnis der Inseln. Haben Sie jemals einen der Vulkane besucht? Ich war noch nicht dort, aber es steht auf meiner Wunschliste. Ich möchte die Lavaströme sehen. Das wäre ein unvergessliches Erlebnis.
Ich kann mir den Anblick glühender Lava vor dem Nachthimmel nur vorstellen. Das ist ein atemberaubender Anblick. Lass uns gemeinsam eine Reise planen, um ihn zu erkunden. Das wäre toll. Vulkane aus erster Hand kennenzulernen, wäre fantastisch. Ja, es ist die perfekte Mischung aus Abenteuer und Bildung. Lektion ziehen, kulturelle Feste erleben. Ich glaube, wir sollten versuchen, das internationale Musikfestival Prager Frühling zu besuchen. Das klingt nach einer wunderbaren Idee. Was für eine tolle Möglichkeit, die Stadt zu erleben. Absolut. Dieses Festival bietet unglaubliche Darbietungen aus aller Welt. Ich liebe die Vorstellung, klassische Musik in einem so schönen Ambiente zu genießen. Ja, die Atmosphäre wird mit den talentierten Musikern elektrisierend sein. Haben Sie während Ihrer Reise noch andere Festivals besucht? Ja, war ich. Ich war mal auf einem Jazzfestival in New Orleans. Es war fantastisch. Das klingt herrlich. Das hat eine so reiche Geschichte. Das stimmt wirklich. Die Energie von leisen Musik ist unübertroffen. Auf welche Aufführungen beim Prager Festival freuen Sie sich am meisten? Ich freue mich ganz besonders auf die Orchesterkonzerte. Die sind immer spektakulär. Der Klang erfüllt den gesamten Veranstaltungsort. Ja, man spürt die Musik in den Knochen. Sollten wir während des Festivals auch die lokale Küche erkunden. Absolut. Das Probieren traditioneller tschechischer Gerichte wird unser Erlebnis bereichern. Ich kann es kaum erwarten, Gulasch und Tejadernik zu probieren. Das sind ja köstliche Alternativen. Und die lokalen Backwaren dürfen wir nicht vergessen. Tja, Desserts sind auf jedem Festival unverzichtbar. Wann genau beginnt das Festival? Es beginnt üblicherweise im Mai und dauert mehrere Wochen. Perfekt. Wir sollten jetzt mit der Planung unseres Zeitplans beginnen. Tja, lasst uns dafür sorgen, dass wir keine der Aufführungen verpassen. Das wird ein unvergessliches Erlebnis. Lektion 11: Hotelrichtlinien verstehen. Entschuldigen Sie, könnten Sie mir bitte die Stornierungsbedingungen des Hotels erläutern? Ja, es ist wichtig, das zu wissen, bevor wir unsere Buchung abschließen. Das klingt vernünftig. Was passiert, wenn wir innerhalb dieses Zeitraums stornieren? Verstehe. Das ist gut zu wissen. Gibt es irgendwelche Ausnahmen? Nicht erstattungsfähige Tarife sind bei günstigeren Optionen sinnvoll. Das stimmt. Allerdings kann es riskant werden, wenn sich Pläne unerwartet ändern. Das ist ein weiser Rat. Wie sieht es mit Änderungen an der Reservierung aus? Das ist sehr hilfreich. Eventuell müssen wir unsere Termine später noch anpassen. Ja, Flexibilität ist bei der Reiseplanung das A und O. Vielen Dank für die Informationen. Das erleichtert die Planung ungemein. Ja, das tut es. Wir wissen Ihre Hilfe sehr zu schätzen. Lektion 12: Gottes Urteile. Die Vorstellung, eine Gottesprobe bestehen zu müssen, ist faszinierend.
Ja, in der Tat. Im Laufe der Geschichte gab es verschiedene Arten dieses Prozesses. Welche Beispiele sind Ihnen schon begegnet? Eine gängige Art von Tests beinhaltete körperliche Prüfungen, wie zum Beispiel das Tragen heißer Gegenstände. Das klingt schmerzhaft. Welchen Zweck haben solche Prozesse? Man glaubte, sie könnten über die Unschuld oder Schuld einer Person entscheiden. Ich nehme an, es war ein Weg, göttliches Eingreifen in Gerichtsentscheidungen zu erbitten. Der, wer überlebte, galt als unschuldig. Das ist eine ziemlich harte Methode, um seinen Charakter unter Beweis zu stellen. Ja, das wirft Fragen der Moral und der Gerechtigkeit auf. Gab es noch andere Arten von Gottesurteilen, die Sie interessant fanden? Da, in manchen Kulturen wurden Wasserproben durchgeführt. Wenn beispielsweise jemand unterging, galt er als unschuldig. Wie seltsam. Schweden bedeutete Schuldgefühle, unabhängig von den Umständen. Nach heutigen Maßstäben erscheint das sicherlich unfair. Haben Sie von Versuchen gelesen, bei denen Tiere beteiligt waren? Ist wohl. Manche Gesellschaften nutzten Tiere, um das Schicksal eines Menschen zu testen. Das ist faszinierend. Wie hat das funktioniert? Sie würden ein gefährliches Tier freilassen und der Angeklagte müsse sich ihm stellen. Ich kann mir die Angst, die mit einem solchen Prozess verbunden ist, nur annähernd vorstellen. Ja, und es zeigt, wie viel Vertrauen die Menschen in diese Methoden setzten. Es ist bemerkenswert zu sehen, wie sich die Justiz im Laufe der Zeit entwickelt hat. Ruf, wir haben in Sachen Fairness schon große Fortschritte gemacht. Was können wir also aus diesen historischen Praktiken lernen? Wir müssen heute den Wert eines fairen Gerichtsverfahrens und eines ordnungsgemäßen Verfahrens zu schätzen wissen. Ja, die Geschichte lehrt uns, in unseren Systemen nach Gerechtigkeit und Mitgefühl zu streben. Lektion 13. Clever einkaufen. Da stimme ich zu. Ich mache mir immer eine Einkaufsliste, bevor ich einkaufen gehe. Das ist eine kluge Herangehensweise. Sie hilft, konzentriert zu bleiben und Impulskäufe zu vermeiden. Genau. Ohne Einkaufsliste kaufe ich oft Dinge, die ich eigentlich nicht brauche. Mir ging es genauso. Ich kam einmal mit 3 Käsesorten, aber ohne Brot nach Hause. 3 Käsesorten? Das nenne ich mal eine ernsthafte Käseverpflichtung. Das sei es auch. Aber am Ende hatte ich ein sehr kitschiges Abendessen. Wenigstens hattet ihr ein Motto für euer Essen. Was steht sonst noch auf eurer Liste? Ich notiere mir normalerweise die wichtigsten Dinge, wie Obst und Gemüse. Eine hervorragende Wahl. Frische Produkte sind für eine gesunde Ernährung unerlässlich. Tja, ich versuche auch, ein paar Snacks für die Woche einzuplanen. Clever. Ausgewogene Mahlzeiten und Snacks halten das Energieniveau hoch. Prüfen Sie vor dem Einkaufen auch, ob es Sonderangebote oder Rabatte gibt. Absolut. Ich liebe es, Schnäppchen zu finden. Das fühlt sich wie ein Sieg an. Tja, beim Einkaufen Geld zu sparen ist immer lohnend. Haben Sie schon einmal Gutscheine benutzt? Sie können sehr hilfreich sein. Ja, habe ich. Ich muss aber unbedingt daran denken, deren Verfallsdatum zu überprüfen.
Das ist sehr wichtig. Gutscheine können nutzlos werden, wenn man sie vergisst. Und sie können auch dazu führen, dass ich Dinge kaufe, die ich nicht brauche. Das stimmt. Es geht um Ausgewogenheit und Planung. Welche Strategie verfolgen Sie, um Ihr Budget einzuhalten? Ich lege für jeden Einkauf einen bestimmten Betrag fest und versuche, mich daran zu halten. Das klingt vernünftig. Ich werde das auch so machen. Gemeinsam können wir Tipps austauschen und uns gegenseitig zur Rechenschaft ziehen. Lektion 14. Den perfekten Strand auswählen. Das klingt toll. Welchen Strand würdest du empfehlen? Ich habe gehört, dass Blacksandsbach atemberaubend ist. Das habe ich auch gehört. Der einzigartige schwarze Sand ist faszinierend. Da es entsteht durch vulkanische Aktivität, was es so besonders macht. Ich kann mir nur vorstellen, wie wunderschön der Kontrast zum türkisfarbenen Wasser ist. Ja, es ist ein perfekter Ort zum Fotografieren. Waren Sie schon einmal dort? Ich habe es noch nicht gemacht, aber es steht ganz oben auf meiner Liste. Das sollte unbedingt auf unserer Liste stehen. Welche anderen Strände ziehen Sie in Betracht? Ich habe auch Interesse an einem Besuch der Hanaumer Bucht. Sie ist berühmt für ihre Schnorchelmöglichkeiten. Das klingt aufregend. Ich liebe die Vorstellung, zwischen bunten Fischen zu schwimmen. Da Korallenriffe zu erkunden, ist ein wahrhaft magisches Erlebnis. Wie steht es um die Erreichbarkeit dieser Strände? Um zum Blacksandsbach zu gelangen, muss man ein Stück wandern, aber es lohnt sich. Ein kleines Abenteuer stört mich nicht. Der Weg dorthin bereichert oft das Erlebnis. Ja, außerdem kann man in Hanau Bay Schnorchelausrüstung mieten. Das ist praktisch. Das erleichtert die Planung ungemein. Sollen wir ein Picknick für unseren Strandtag einpacken? Ja, frisches Obst und belegte Brötchen wären herrlich. Und wir dürfen die Sonnencreme nicht vergessen. Wir wollen ja keinen Sonnenbrand bekommen. Absolut. Der Schutz unserer Haut ist unerlässlich. Ich freue mich riesig auf diese Reise. Ich auch. Neue Strände zu entdecken wird ein fantastisches Abenteuer. Lektion 15. Sommerjobs für Studierende. Viele Studenten besuchen eine Universität, aber in den Sommermonaten arbeiten die meisten von ihnen in einem Sommerjob. Ja, das stimmt. Sommerjobs können eine großartige Möglichkeit sein, Erfahrungen zu sammeln. Genau. Welche Art von Sommerjob schwebt dir vor? Ich überlege, in einer örtlichen Buchhandlung zu arbeiten. Das klingt nach einer angenehmen Tätigkeit. Das klingt ja herrlich. Man wäre den ganzen Tag von Büchern umgeben. Tja, außerdem könnte ich Kunden dabei helfen, ihr nächstes Lieblingsbuch zu finden. Glauben Sie, dass Sie während der Arbeitszeit zum Lesen haben werden? Das hoffe ich. Ich würde sehr gerne in den Pausen ein paar Kapitel schreiben. Das ist ein toller Plan. Haben Sie schon einmal im Einzelhandel gearbeitet? Ich habe es noch nicht getan, freue mich aber darauf, es zu lernen.
Der Einzelhandel kann eine Herausforderung sein, aber er kann auch Spaß machen. Chef, der Kontakt mit Kunden kann zu interessanten Gesprächen führen. Ja, ich habe mal in einer Eisdiele gearbeitet und die Geschichten waren endlos. Das klingt ja toll. Was hat Ihnen an der Arbeit am besten gefallen? Mir hat es Spaß gemacht, neue Eisbecher-Kombinationen zu kreieren und die Reaktionen der Kunden zu sehen. Das muss eine tolle Erfahrung gewesen sein. Ich kann mir die strahlenden Gesichter vorstellen. Das war's. Welche Fähigkeiten erhoffst du dir durch deinen Sommerjob zu entwickeln? Ich möchte meine Kommunikationsfähigkeiten verbessern und mehr über Bestandsmanagement lernen. Das sind wertvolle Fähigkeiten. Sie werden Ihnen in Zukunft sehr nützlich sein. Ich hoffe es. Also, hast du schon Pläne für einen Sommerjob? Ich überlege, ein Praktikum in meinem Studienbereich zu absolvieren. Das ist fantastisch. Praktika bieten großartige Möglichkeiten zum Netzwerken. Ja, ich glaube, es ist ein unerlässlicher Schritt für meine Karriere. Wir beide haben aufregende Sommer vor uns. In der Tat, lasst uns das Beste aus unseren Sommererlebnissen machen. Lektion 16. Traditionen feiern. Während der Feier spielen wir doch auch traditionelle Partyspiele, nicht wahr? Chef, es trägt ungemein zum Vergnügen bei den Feierlichkeiten bei. Welches Spiel spielst du am liebsten bei diesen Treffen? Ich spiele total gerne Stuhltanz. Es ist immer unterhaltsam zuzusehen. Stuhltanz kann ganz schön wettbewerbsorientiert sein. Ich erinnere mich noch an mein letztes Mal. Hast du gewonnen? Ja, das habe ich. Aber es war knapp. Ich wäre fast umgefallen. Das klingt ja komisch. Dafür würde ich Eintritt bezahlen. Mein Gesichtsausdruck war unbezahlbar. Welche anderen Aktivitäten machen dir Spaß? Ich erzähle auch gerne Geschichten. Das Teilen von Erzählungen aus unserer Kultur ist bereichernd. Absolut. Es hält unsere Traditionen am Leben und verbindet uns mit unseren Wurzeln. Hast du eine Lieblingsgeschichte, die du gerne erzählst? Ja, es gibt eine Geschichte über ein schlaues Kaninchen, das einen Löwen überlistet. Das klingt spannend. Ich liebe Geschichten mit cleveren Tieren. Sie lehren oft wertvolle Lektionen, nicht wahr? Ja, Humor gepaart mit Weisheit ergibt unvergessliche Geschichten. Und das Essen? Haben Sie ein Lieblingsgericht, das bei Feierlichkeiten serviert wird? Ich liebe traditionellen Milchreis. Er ist köstlich und wohltuend. Milchreis ist ein Klassiker. Ich mag die hinzugefügten Gewürze. Ja, sie kreieren so köstliche Aromen. Wollen wir also beim nächsten Mal einige dieser Gerichte gemeinsam kochen? Das klingt nach einer fantastischen Idee. Gemeinsam kochen macht immer Spaß. Wir können sogar Freunde zu einer gemeinsamen Couch-Party einladen.